So, guten Morgen oder hallo. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kanada Trucker Philipp. Hier, da ist mein Roommate, mit dem ich auf dem Schiff war. Hier mein Nachbarskumpel, mit dem ich das Zimmer geteilt habe. Florida. Der fährt für eine Firma in Florida. Ja, es ist Dienstagmorgen, es ist 8:30. Ich habe gestern noch meinen Trip bekommen. Es geht nicht nach Montreal, so wie ich im letzten Video gesagt habe, sondern ich lade Fisch. Dazu habe ich aber 600 Kilometer zu fahren, leer, bis zu dieser Firma, wo ich den Fisch aufnehme. Und da habe ich auch erst um 17 Uhr den Termin. Ich weiß ja nicht, ob der Fisch jetzt noch gerade im Meer schwimmt, ne? Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Was hat er? Er rennt so um meinen Truck herum. Hi! Das ist schön. Ja, da nehme ich die Ladung auf und die geht dann nach New Brunswick, also in die Nähe von der Grenze zur USA. Da habe ich irgendwie Donnerstag, kann ich anliefern, ohne Termin, irgendwann. Oh, der hat aber einen langen Weg hinter sich. Surrey, BC, das heißt British Columbia. Der kommt von der anderen Seite, der kommt von der Westküste. Wir sind an der Ostküste. Das Land ist ungefähr 6.500 Kilometer breit. Der hat einen langen Weg hinter sich. Der ist schon ein paar Tage unterwegs. Und der ist hier hinten auch. Ja, British Columbia. Wahnsinn. Das ist auch noch so das, was ich mal machen möchte. Von der Ostküste zur Westküste fahren. So, ja, wie gesagt, ich lade dann da nachher. Ich fahre da erstmal hin. Es ist total komisch. Also die Insel, ne? Also Newfoundland, ich fahre jetzt rum. Dann fahre ich runter in den Süden. Da lade ich und dann muss ich wieder hochfahren und den anderen Highway nehmen und runterfahren. Du kannst nicht zwischendurch reinfahren. Auf der Karte sind es nur der Hafen und der Ladungsort sind ungefähr einen Zentimeter weit auseinander. Also je nachdem, wie nah man dran zoomt. Also ist nicht weit weg, aber ich muss dann wieder hoch. Egal, ne? Meilen bringen's Geld. So. Werde ich natürlich heute nicht mehr bis zum Hafen schaffen, weil 6 Stunden da runter, dann wieder hoch, dann links abbiegen und dann da hinten drin. Ja, nee. Mal schauen, wann ich an der Fähre bin. Ich kann es jetzt gar nicht sagen. Würde ich jetzt meinen gewohnten Triangle fahren, eine gewohnte Tour fahren, könnte ich sagen, dann und dann bin ich da. Aber jetzt gerade geht das nicht. So, aber gut. Ich will jetzt hier noch den Bomber tanken. Bomber heißt er, ne? Lass uns Bomber nennen. Den Bomber tanken. Und dann fahre ich los. Ja, Kühlmaschine braucht auch was. Ja, hier ist der Kühlmaschinentank. So ein bisschen nass, aber es ist zwischen halb und viertel voll. Werden natürlich tanken. Alles gut. Ich habe hier nicht übernachtet. Ich bin hier eben hingefahren. Ich habe beim Kunden übernachtet. Ach ja, genau. War ich da um 3 Uhr. Und um 9 Uhr gestern Abend haben sie mich ausgeladen. Und dann habe ich da gestanden weiter und geschlafen. Und jetzt bin ich hier. Jetzt tanke ich und dann fahre ich dann gleich los. So, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Talk steht für Teilen, Abonnieren, Liken, Kommentieren. Facebook, Kanada Trucker Philipp. Drückt mal die Glocke jetzt hier auf diesem Kanal, unten am Bildschirm. Es kostet nichts, es riecht nach Diesel und ihr kriegt alles mit. So. Ja, bis später.
90, 87, gut. Es ist kurz vor 6. Ich war um 4, ja, um 4 war ich beim Kunden. Das war so geil, ey. Ich habe eine Adresse gekriegt und ich habe Google Maps. Ich habe ein LKW-Navigationssystem und ich habe eine App, so eine Truck-Navigations-App. So. Kein Navi kannte diese Straße. Dann habe ich mal nach dem Ort gegoogelt. Da gab es 3 oder 4 Firmennamen. Und auch den Firmennamen da, wo ich laden soll. Gut. Da fahr mal erst hin. Fahr mal hin. Und dann guckst du mal, es hat ja Gründe, warum wir keine Straßennamen haben. Wahrscheinlich ist es so ein kleines Kaff, dass die Straßennamen gar nicht lohnen. So, ja, so war es dann auch. Ich reingekommen, rechts und links war die Möglichkeit, rechts oder links war die Möglichkeit, ja, fahr mal rechts Richtung Wasser, du kriegst Fisch geladen, Fisch lebt im Wasser, fahr mal Richtung Wasser. Und die Straße endete auf dem Hof von der Firma. Ja, Gott, das gar gefunden. Bin ich dann dahin und einer war vor mir und dann sagt er so zu mir, ja, es kommen insgesamt 3. Ich sag, ja, du musst jetzt da die Straße runterfahren und 1 Kilometer weiter, auf der linken Seite hast du Platz zum Stehen und dann rufe ich dich an. Jetzt ist es 6. Ich hoffe, der ruft bald an. Eigentlich will ich noch ein bisschen fahren und ich fahre hier nicht im Dunkeln, habe ich schon mal gesagt. Aber gucken wir mal. Also bis zu dem Big Stop, wo ich da in Deer Lake war, sind es 220 Kilometer, 230 Kilometer. Selbst wenn ich da heute nicht hinkomme, von da aus sind es glaube ich 250 Kilometer bis zur Fähre, also sind es dann 500. Ich habe mir schon abgeschminkt, abgeschminkt. Ich denke nicht, dass ich morgen früh die Fähre kriege. Es ist so ein bisschen, ne? Time wasting hier. What is this in German? Zeitverschwendung diese Woche. Aber gut. Bleib locker, bleib cool und dann ist gut. Ich denke, dass ich die Fähre nicht morgen früh kriege, sondern morgen Abend. Und wenn ich sie morgen früh kriege, dann freue ich mich. Also nicht die Erwartungen so hoch hängen. So. Ja, wie gesagt, hierhin war es sehr schön. Auf dem Rückweg wird es auch schön. Ich hoffe, dass ich da im Hellen herfahre. Doch, werde ich im Hellen herfahren. Entweder heute Abend oder morgen. Gucken wir mal. Gut, alles klar. Ich lege mich jetzt hin. Ich habe eben schön gegessen. Und jetzt möchte ich mich hinlegen und warte auf einen Anruf. Es ist sehr eng da bei dem Kunden. Da muss man so rein. Also wenn man vorwärts drauf fährt auf dem Hof, kann man nicht drehen, weil man muss rückwärts eigentlich drauf fahren. Aber man kann so rechts rein und dann links und dann so rum und dann vor und dann, ja, ne, so. Ja, so. Da kriegen wir hin, ne? So, später.
So, guten Morgen, es ist Mittwochmorgen, 6:45 morgens. Ich habe gestern noch geladen. Habt ihr eben gesehen? Ach ja, genau, gestern habe ich gesagt, der nächste Truckstop Deer Lake ist 250 Kilometer weit weg. Das war falsch. Der ist noch 430 Kilometer weit weg. So, und zwar, gestern, als ich geladen war, hatte ich noch 4 Stunden Restschichtzeit. Und dann hätte ich es eh nicht mehr bis zu diesem Truckstop geschafft. Dann war es auch schon 8 Uhr, glaube ich. Dann wird es ja auch dunkel. Und wie gesagt, ich fahre hier nicht im Dunkeln. Und dann habe ich gesagt, und hier war der Platz, habe ich ja gestern gezeigt, oder? Dann habe ich dann gefragt, ob ich hier schlafen kann. Und dann haben die gesagt, ja klar, kannst du pennen. Und dann habe ich mich dann hier hingestellt und habe jetzt die Nacht hier verbracht. Außer die Kühlmaschine war, also der Rest war ruhig. Obwohl, die Kühlmaschine ist mir eigentlich egal, die höre ich nicht mehr. Aber die Kühlmaschine ist eigentlich ganz gut zum Einschlafen. Das ist so ein, ne? Kann man super bei einschlafen. Nur wenn sie ausgeht, dann wacht man ganz schnell auf. Ja, hier ist die wilde Natur. Ich habe auch nie gedacht, dass ich immer in meinem Leben mal stehe. Dass ich immer schlafe. Schön. Ich würde vorschlagen, ich zeige jetzt euch noch ein bisschen Newfoundland. Neufundland. Denn ich fahre jetzt zum Truckstop. Ich möchte gern duschen. Dann fahre ich zur Fähre. Und dann bin ich so, ich glaube 700 Kilometer, 750 Kilometer ist es bis zur Fähre. Also 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, gegen 3 bin ich an der Fähre. Heute Abend fährt die. Ich hoffe, dass ich heute Abend die Fähre kriege. Aber das erzähle ich euch. Bis später. Das erzähle ich euch noch. Bis später.
So, ich bin hier in Deer Lake, wieder da, wo ich Montag war, im vorletzten Video. Ich habe gerade eben geduscht, habe mir wieder eine Glatze wachsen lassen. Kennt ihr das? Ich habe bestimmt auch Abonnenten, die haben, rasieren sich auch den Kopf, oder? Kommentiert mal in die Kommentare. Wenn man das so ein paar Tage nicht macht, dann fühlt man sich doch irgendwie unrein. Ne? Es ist so dreckig, so, oder? Das ist doch wie so eine Sucht. Man muss das manchmal machen. Einfach unter Dusche und das Dingen abrasieren. So. Bartpflege habe ich auch gemacht. Jetzt habe ich noch 260 Kilometer bis zur Fähre. Ist jetzt 1 Uhr. Ja, lass ich da in 3 Stunden sein. Dann kann ich da einchecken und dann hoffe ich mal, dass ich heute Abend noch die Fähre mitkriege. Und dann ist gut. Und ich möchte im nächsten Video, das nächste Video fängt damit an, dass ich auf die Fähre drauf fahre und wieder runter fahre und dann halt, ne, die Tour Richtung New Brunswick. Ja? Was heißt das jetzt? Oh, das Video ist zu Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Talk steht für teilen, abonnieren, liken, kommentieren. Facebook habe ich eine wundervolle Gruppe. Kommt mal rein. Ich hatte heute schon wieder 2 Anfragen gehabt. Wir knacken dieses Jahr wohl noch die 700. Wir sind irgendwie 687 drin oder so. Finde ich super. Also, wenn ihr Facebook habt, wenn ihr Interesse dran habt, dann kommt doch in diese Gruppe rein. Dann, wenn ihr jetzt gerade dabei seid, dieses Video zu gucken und wer dabei zuschaut, wie ich Tschüss zu euch sage, dann ist da unten so eine Glocke, die drückt man. Dann hat man diesen Kanal abonniert. Man verpasst nichts mehr. Es riecht nach Diesel. Und ihr kriegt alles mit. Aber das ist ja eigentlich damit gesagt, wenn ihr nichts verpasst. Ne? Es riecht nach Diesel. Es kostet nichts. Und alles ist super. Dies ist das Donnerstagsvideo. Das nächste Video wird Freitag oder Samstag kommen. Oder Sonntag. Je nachdem. Mal gucken. Bis dann. Tschüss.